Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich bin Hobby-Elektroniker. Es ist Teil 11 C5711T FM Radio Digitale Steuerung. In diesem Teil zeige ich Ihnen, wie ich das Programm zu dem Mikrocontroller hochlade. Es ist PIC 18F16 Q41. Ja, Bauform I/SO. Viele wissen nicht, wie das Programm zu dem Mikrocontroller hochgeladen wird. Deswegen zeige ich Ihnen zuerst mit diesem Mikrocontroller. Es ist auch PIC 18F16Q41. Die Form ist PDIP. Also so sieht der aus. Ja. Was brauchen wir dieses Mal? Wir brauchen also PIC Mikrocontroller PIC 18F16Q41. Dann brauchen wir PIC-Kit 4. So sieht PIC-Kit 4 aus. So. PIC-Kit 4 aus. Also hier ist also USB-Anschluss. Dann brauchen wir eine LED. Da brauchen ein Widerstand. Da brauchen wir die Kabel von beiden Seiten männlich. Also so sehen Sie. Da brauchen wir noch dazu das Datenblatt. Also Sie können auch benutzen von F15, also PIC 18F 15 Q41. Entweder nehmen Sie das Datenblatt, also PIC 18F 16 Q41. Die sind ähnlich. Also zum Beispiel, wenn ich diesen nehme, also das ist ISO-Form. Das ist ISO. Ja, normalerweise passt der auch zu dem. Die sind gleich. Also diesen oder diesen. Also diese zwei, die sind gleich. Nur die Bauform ist anders. Ich werde zeigen als Test. Wir machen also das Programm LED-Test. Also mit dem Mikrocontroller. Hier ist die Pin-Belegung. Hier ist die Pin-Belegung vom PIC-Kit 4. Ich habe schon gezeichnet. Wir brauchen Pin 1, Pin 2, Pin 3, Pin 4 und Pin 5. Hier ist PIC-Kit 4. Also schaut mal, das ist der Pfeil. Ja, schaut mal, da ist der Pfeil. Da ist es. Also hier sind die Löcher zum Anstecken. Also wir benutzen also von 1 bis 5, ja. Also 1, 2, 3, 4, 5. Viele wissen nicht, wie zum Beispiel das Programm zu dem Mikrocontroller hochgeladen wird. Dieser Mikrocontroller, also PIC 18F16Q41, kostet circa von 2 bis 3 Euro. Entweder so ein, es ist ja SO-Bauform, entweder DIP-Form, das ist ja DIP-Form, ja. So, ja, und ja, so, ja, das ist SO-Bauform, ja. Also wenn Sie bestellen, also so ein, brauchen Sie und DIP-Form, also per DIP. Also da ist es, ja. Also die Zeichnung ist gleich. Also es gibt keinen Unterschied, ob so ein oder so ein. Also ich zeige, wir machen dieses Mal LED-Test. Ich habe schon gesagt, also was wir brauchen. Und dann brauchen wir noch ein Steckbrett.
Also so ein wird passen. Also entweder Sie können auch größeres nehmen. Es wird auch funktionieren. Also jetzt werden wir alles zusammen verbinden. So, hier ist mein Multimeter. Also wenn ich auf Kurzschluss prüfen muss, ich stelle auf die Stelle, also da ist es, ja. Ich prüfe, ob meine LED funktioniert. Zuerst. Also, wie mir kennt man, also wo Plus, wo Minus ist, also der längere Fuß, schaut mal, ist ja immer Pluspol. Also wo kürzer ist, das ist ein Minuspol. Und LED, da prüfen wir jetzt LED, ob LED in Ordnung ist, also Pluspol, ja. Also das ist ja Plus. Und hier ist ja Minus. Ja, schaut ihr, ja, leuchtet, ja. Also LED ist in Ordnung. Also Steckbrett. Also ich nehme jetzt Peak, also Peak Aktien F16 Q41, ja, Deep-Form, ja. Wenn Sie zum Beispiel im Internet suchen Sie, also Sie können also finden, also es ist der neue, der moderne Mikrocontroller. Deswegen ich habe ihn ausgewählt. Also im nächsten Projekt, also demnächst werde ich auch, schätze ich mal, also verwenden. Also auf jeden Fall werde ich verwenden. Und jetzt werden wir alles verbinden. Also wir müssen aufpassen, schaut ihr mal. Also da ist auch die Wölbung, also nach innen. Oder die Aussparung, sagen wir an der Stelle. Ja. Und dann, also hier gibt es auch bei dem Mikrocontroller auch die Aussparung. Also wenn Sie sehen, also hier an der Stelle. Ja. Da. Also das bedeutet, zum Beispiel, wo die Aussparung ist. Ja. Also hier ist die Aussparung. Und hier ist die Audioaussparung. Also hier ist Pin 1 bei uns. Also Pin 1, hier ist Pin 1, ja? Okay. Wenn Sie das noch nie gemacht haben, also ich erzähle also von vorne an, wie das alles verbindet. Also jetzt nehmen wir diesen Mikrocontroller. Also stecken wir. Also wenn die Füße sind breiter sind, schaut ihr mal. Und dann, ich schau mal, ob das passen wird. Dann ich verbiege ein bisschen nach innen. Dass das Brett passen wird. Ja, so ungefähr. Ja, ich habe die ein bisschen nach innen verbogen. Also jetzt, wo die Aussparung ist, also ist bei uns ja an der Stelle. Und jetzt stecke ich einfach ins Board rein, ja. So, jetzt ist drin. Jetzt schaut man mal. Also hier ist VDD. Hier ist VCC. Das ist bei uns der Pluspol. Und hier ist Minuspol, ja. Minuspol, ja. Und jetzt nehmen wir zusätzlich nehmen wir also Picket 4, sehen Sie ja, so machen wir. Also jetzt schaut ihr mal, also Picket 4, also Pin CLR, also da ist der Pin, also VDD, also machen wir dann, also das ist der Pluspol und das ist bei uns Minuspol, ja. Also VDD ist hier bei uns, Ground oder Minuspol ist hier bei uns und PGD oder PGC kann man anders nehmen. Wir können also zwei Arten zum Benennen auswählen, zum Beispiel DAT oder PGD oder ICS, EPC, CLK. Ich habe einfach abgekürzt, also CLK oder PGC. Also hier ist auch abgekürzt PGD und PGC. Man kann sich einfach orientieren. Also der letzte Buchstabe D,
das ist Data und der C, das ist CLK, ja, oder DAT. Also DAT, schaut mal, DAT oder CLK. Also D und C, orientieren auf diese Buchstabe beispielsweise. Jetzt verbinden wir das alles und dazu Pin RB7 nehmen wir also diesen Pin, also für LED. Also jetzt verbinden wir, also so wird bei uns das sein. Also in der Mitte wird bei uns, also wo grau ist, also graue Farbe, wird bei uns der Minuspol, Ground, also das wird bei uns Pluspol und das wird MCLE. Also jetzt fangen wir an zu verbinden. Also MCLE, also was ist das Pin bei uns? 1, 2, 3, 4. Also MCLE dann 4, also 1, 2, 3, 4. Also 4. Und dann, also haben wir das gemacht, also Pin MCLE ist 4. Und dann 2 VDD ist plus VDD, also hier ist bei uns VDD, ja. Also dann, das ist jetzt zweite, ja. Ja, plus, ja. Pin 1 ist das, ja. Pin 1. Und dann kommt bei uns Pin 3, Ground, also Ground, also 3 ist das, also entweder ist das auch VCC, ja. Das ist der, also das ist der. Dann da, wo grau ist, also hier. Es ist Pin bei uns 20, ja. Also 3 ist Pin 20, Ground 20. Und PGD, DAT, also PGD, da ist das DAT, Pin 4, also das ist der, und dann das ist Pin 19, ja, ja, das ist der Pin 19, ja, 19, dann da rein, da rein alles, ja, und es ist logisch, also der letzte Pin, also Pin 5 PGC, also CLK, das ist das ja, CLK oder PGC, ja, ist das. Hier ist zwar nicht angetragen, ich habe es selbst mit der Kohle aufgeschrieben. Also der letzte Pin, also dann kommt, also das ist Pin bei uns 18, ja. Das ist PGC oder CLK, ja. Okay, das ist bei uns Pin 18, ja. Und dann, also, da rein. So ungefähr, nicht ungefähr, also so wird genau verbunden. Also die Spannungsversorgung kriegen wir vom PIC-Kit. Wir werden keine Spannung dazu verwenden. Also von PIC-Kit wird die Spannung abgenommen. Also dann LED, also, also wo der längere Fuß ist, ja, kommt zu dem RB7, also zu dem Pin 10. Also schaut mal da, also in die Stelle. Pluspol ist das. Mit dem längeren Fuß. Ja, und Widerstand, ja, also wo Minuspol beim LED ist, also wie kann man das sehen, also hier, ja, Minuspol, also da, dann werde ich da verbinden mit dem Minus und dann werde ich mit dem Vorwiderstand, naja, Vorwiderstand ist circa Sie können nehmen von 240, also hier ist bei uns der Minuspol an der Stelle, also ich habe verbunden, also mit VCC Minuspol, also der zweite Fuß ist verbunden, also Minusfuß, also verbunden mit dem Minuspol, also mit der VCC, ja, okay. Also Pluspol mit dem Pin RB7, also von LED. Okay, wir haben das gemacht, ja. Wie geht das ein bisschen, dass das bequemer wird. Und hier ist mein PIC-Kit, ja. Und dann, genau so wie ich verbunden habe,
So, jetzt verbinden wir alle Leitungen. Also, wir haben an der Stelle schon alles verbunden. Jetzt müssen wir mit dem P-Kit alles verbinden. Also hier ist bei uns Pin 1 und wenn wir die Zeichnung anschauen, also MCLR, das ist ja bei uns also Pin 1 bei dem P-Kit, ja, da ist es. Und bei dem Mikrocontroller, das ist der Pin RA3, MCLR, ja, schaut mal, MCLR, also liegt ganz oben, ja. Und dann alles nach der Reihe, das wir verbunden haben, also nicht vertauschen, also ein paar Mal überprüfen vielleicht, dass kein Kurzschluss entstehen wird. Einfach so, einfach, also wo MCRE ist, da kommt bei uns ja VDD Pluspol, da kommt Minuspol, ja, Pluspol, ja, und da kommt Minuspol, und dann kommt PGD, ja, und dann kommt PGC. Und genau so einfach verbinden, also vom Pin 1, ja, von oben nach unten. Ja, so wird einfach verbunden. Das war's. Jetzt sind wir am PC. Wir brauchen die Software vom Mikrochip MPLAB X von 6.00 und Compiler XC8 von 2.41. Dann gehen wir zu der Mikrochip-Webseite. Dieser Link wird auch bei der Beschreibung. Also MPLAB X IDE brauchen wir. Dann gehen wir, also das ist schon, also Seite 9. Hier ist MPLAB X von 6.00. Klicken Sie dann drauf und da wird MPLAB X von 6.00 heruntergeladen. Da ist es schon bei mir, ich habe schon runtergeladen. Und wir brauchen dazu Compiler. Da gehen wir nach unten. Hier ist MPLAB X Compiler aus dem Archiv. Seite 16 ist es. Also das ist für Windows-Version Compiler XC8. Also dann klicken Sie drauf, da wird es heruntergeladen. Also von 2.41 brauchen wir. Ja. Also Compiler von 2.6.41 brauchen wir. Und brauchen wir MPLAB X von 6.00. Das müssen Sie herunterladen. Ich habe die schon heruntergeladen, also da ist es bei mir, da und da. Bevor Sie das installieren, Sie müssen Ihr Antivirus, zum Beispiel bei mir ist Avast Antivirus. Sie müssen Avast Antivirus beispielsweise, wie sage ich, also deaktivieren. Und zum Beispiel bis zum bis zum nächsten Neustart deaktivieren. Also Sie müssen also Ihr Antivirus deaktivieren, bevor Sie das installieren. Also Compiler, manchmal passiert, dass ja Antivirus blockiert und diese zwei Programme können Sie dann gar nicht installieren. Wenn Sie schon MPLAB X von 6.00 und XC8 von 2.41 installiert haben, also dann müssen Sie das Programm, wird auch bei der Beschreibung, also wird auch der Link bei der Beschreibung sein. Es ist Testprogramm LED Test, dann müssen Sie entpacken. So, hier ist der schon entpackt. Da ist es, das Programm. Also mehr braucht man nichts tun. Also umbenennen auch nicht.
Jetzt starten Sie also MPLAB XX, MPLAB X IDE von 6.00. Ich habe schon gestartet. Und dann, wir müssen LED-Test, das Programm LED-Test aufmachen. Jetzt hier, sehen Sie, wo ich bin. Da, Open Projekt. Dann gehe ich zu dem Desktop. Jetzt suche ich meine Datei, wo ich gepackt habe. LED, da ist es. Da. Klicke ich drauf einmal. Jetzt also LED-Test.x, was ich gepackt habe. Jetzt Open Projekt. So, das Projekt wird schon geöffnet. Hier ist unser Projekt. Ja. Jetzt schaut mal. Hier ist sc.c-Dateien bei Source und bei Herd, also sind H-Dateien. Also wir machen jetzt Config auf. Also hier ist Config, wenn nicht aufgemacht wurde. Also bei H, hier, Herd, Dateien. Wir brauchen kein Quarz. Also der Mikrocontroller verfügt internen Oszillator. Hier ist es, also 8 MHz habe ich angestellt. Hier ist es, bei Config. Und hier ist, bedeutet das ja mit der internen Oszillator. Das ist das. Ja, okay. Und jetzt ist auch bei S-Source. Machen wir meine Datei auf. Ich habe schon das Programm fertig geschrieben. Also das ist also unser PIN. Also RP7 ist das. Also wir müssen also als Output definieren. Also 30B Bits, 30.30B7 als Output. Und wir werden LED ausmachen. Jetzt ist schon da, jetzt sehen Sie. Ja, das ist ja. Kamera läuft. Jetzt schaut mal also. Da müssen wir, das ist der Pfeilschleifen. Wir müssen dann LED aus einmachen, also einschalten und ausschalten. Also 0 bedeutet aus. Und dann warten wir 1000 Millisekunden, also das ist eine Sekunde, und dann werden wir wieder mit, also da einschalten. Also 1 bedeutet LED wird ausschalten, also eingeschaltet. Lat B Bits.lat B7 ist das bei uns, ja. Also wenn wir die Zeichnung anschauen. Ja, das ist ja unser PIN. Also RB7. Ja. Und wir benutzen keine zusätzliche Spannungsversorgung. Also es wird vom PIC-Kit, also ich zeige, wo das ist, genommen. Also da ist die PIC-Kit 4. Also bei Power. Also da muss man gezeichnen. Also an der Stelle und wird 5 Volt von PIC-Kit genommen. Und dann muss man OK drücken. Jetzt mache ich nichts. Schon angegeben. Ja, wenn Sie dieses Programm nehmen, es wird schon automatisch also abgelesen von diesem Programm. Also da muss ich PIC-Kit mit dem PC verbinden.
Also jetzt das Fenster nach unten. Also jetzt schaut ihr mal, also, oder Fenster nach oben am besten. So. CLD kann schließen. Ja, seht ihr? Ich habe schon also angeschlossen. Also hier seht ihr blaue Farbe, ja, an der Stelle. Ja. Und jetzt einfach die Taste müssen Sie einfach drücken. Oder an der Stelle, oder der Button heißt es. Einfach da drauf. Und das Programm wird zu dem Mikrocontroller geschickt. Ich schiebe ein bisschen nach unten, dass Sie das sehen. Da läuft alles. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ja, es läuft. Also, es kommt der Fenster. Also, das ist ja, kommt die Warnung zum Beispiel, ob wir, wird gefragt, ob wir 3,3 Volt oder 5 Volt benutzen. Also, wir benutzen 5 Volt, das bedeutet, okay, drücken wir einfach. Ja, jetzt haben wir verschickt zu der Mikrocontroller. Schaut mal jetzt. LED wird eine Sekunde leuchten und ausgehen. Da schaut mal 0 aus und 1 ein. Schaut mal. Jetzt läuft. Das war's dann in diesem Projekt. Wir haben LED-Test gemacht. Wer hat dieses Prinzip verstanden, wie das alles funktioniert? Sie können dann auch selbst zum Beispiel zu diesem Mikrocontroller, also hier ist auch angegeben, also das ist ja auch der gleiche Mikrocontroller. Sie können auch das Programm auch zu dem Mikrocontroller verschicken. Also das Programm liegt im Teil 2. Hier ist auch angegeben, hier ist CLK an der Stelle, also P-Kit, schaut mal. Und dann, das ist ja von hier fängt an, also von CLK, und da können Sie halt verbinden. Also wenn Sie zum Beispiel nicht ganz verstanden haben, ich zeige auch nächstes Mal, wie bei diesem Mikrocontroller das Programm hochgeladen wird. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.